Hallo und herzlich willkommen zum 34. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salo. Und heute stellen wir euch einen Tuning-Trigger für die ZIG P365 vor. Und zwar geht es um den sogenannten Intellifier Trigger von der Firma Tyrant CNC für die ZIG P365 Serie. Tyrant CNC ist eine kleine amerikanische Firma aus Chicago, die 2015 gegründet worden ist. Ihr Ziel war von Anfang an, halt hochwertige Waffenzubehörteile zu machen, aber halt wirklich einfach so Produkte machen, die halt, ja, nicht jeder macht. Dass sie sich halt ein bisschen von der Konkurrenz abheben können, sprich nicht so à la, wir machen das auch, also eigentlich wirklich so, ja, innovative neue Sachen zu machen. Der Abzug wird in einem Plastiksäckchen geliefert. Im Lieferumfang 3 haben wir natürlich den Abzug selber, dann noch einen Sechskantschlüssel, ein bisschen Loctite und da hinten noch ein QR-Code, wo man auf die Webseite vom Hersteller kommt, wo die Installationsvideo gefunden werden können. Und das ist der Lieferumfang von dem Abzug. Der Abzug selber ist aus CNC gefrästem Aluminium. Was anders ist zum Originalen, ist, dass es nachher eine Abzugssicherung hat. Und es gibt verschiedene Varianten, Farbkombinationen von Abzugssicherung und Abzug selber, wo man wählen kann. Zudem passt der Abzug nachher auf alle verschiedenen Varianten von der ZIG P365. Also jedes Kaliber und jede Variante ist passend dazu. Die Installation des Trigger ist per se nicht so aufwendig. Man braucht auch fast kein Werkzeug, um das zu machen. Aber bei diversen Schritten ist es halt einfach recht mühsam. Wie man den Trigger genau installieren tut, haben wir auch in einem separaten Video aufgenommen. Den Link dazu findet ihr im Videobeschreibung. Der grösste Unterschied zum Originalabzug ist eigentlich das Offensichtliche, was wir vorher auch erwähnt haben, ist, dass er nachher eine Abzugssicherung hat. Zudem ist der Vorweg auch kürzer geworden. Zudem muss man vielleicht sagen, dass dort die Geometrie vom Abzug ist das Minimum, das man machen kann, ohne irgendwelche Sicherungen einzubüssen. Was auch noch anders ist, ist das Abzugsgewicht. Da ist um 400 Gramm eigentlich leichter geworden. Beim Originalabzug ist das 2,4 Kilo und nachher ist es im Durchschnitt 2 Kilo. Die restlichen Aspekte vom Abzug sind eigentlich gleich wie beim Original. Also ich finde es eigentlich ein relativ lässiger Abzug. Zwar, also die Abzugssicherung, muss ich sagen, habe ich jetzt persönlich nicht wirklich vermisst beim Original, aber ich kann es verstehen für die die Waffe verdeckt tragen, wieso man das sich vielleicht wünschen tut. Natürlich gefällt mir absolut der kürzere Vorweg. Was ich noch ein bisschen speziell finde, wo wir das im Schiesskeller austestet haben, ist mir so, also gefühlmäßig habe ich irgendwie gefunden, dass das Abzugsgewicht hat sich irgendwie schwerer angefühlt. Wobei eben beim Nachmessen haben wir gesehen, eigentlich ist es genau das Gegenteil, es ist leichter. Ich nehme mal an, das liegt vielleicht halt einfach wegen jetzt der Abzug halt einfach gerade ist und nicht mehr abgerundet, dass sich halt einfach der Vorweg
halt einfach nicht nur kürzer, sondern vielleicht auch ein bisschen leichter anfühlen tut, dass halt einfach der Unterschied grösser ist, dass es sich anders anfühlen tut, oder? Designtechnisch finde ich ihn eigentlich auch relativ lässig. Ich finde, es passt jetzt super zu unserem Modell, kann man sagen. Also kann ich eigentlich wirklich, wenn man einen SIG P365 hat, kann man sagen, ich kann man es sicher empfehlen, um zu überlegen, um sagen, sich so einen zuzutun. Aber die Installation ist halt eben teilweise wirklich recht mühsam. Also wenn man da nicht gross beim Waffenbasteln dabei ist, kann man sagen, da würde ich es schon eher empfehlen, sich zu informieren lassen, ob halt ein Büchsenmacher oder halt einfach der Laden, wo man es kaufen tut, ob die einem das machen können. Bei gewissen Schritten kann man schon halb verzweifeln, kann man sagen, oder? Aber sonst, ja, ich würde ihn jetzt eigentlich empfehlen. Also für mich ist eigentlich der grösste Unterschied mehr die Optik. Wir haben ja wirklich im Schiesskeller 1:1 verglichen. Wir haben die Pistole eben mit dem Originalabzug geschossen. Dann haben wir es umgebaut und nachher mit dem Tuning Trigger geschossen. Und für mich ist eigentlich der Fahrweg nicht spürbar viel anders gewesen. Ist gemessen worden und der ist wirklich anders, aber für mich hat es sich nicht so extrem angefühlt. Darum ist es mehr optischer Sicht aus meiner Meinung. Die Abzugssicherung ist auch nochmal etwas, wo anders ist und wo optisch, also wo sicher merkst, dass es anders ist. Aber ob du jetzt eine Abzugssicherung brauchst oder nicht, ist jetzt auch dahingestellt. Ich finde es jetzt nicht so die sicherste Sicherung, da finde ich manuelle Daumensicherung eigentlich immer noch das sicherste für eine Waffe. Darum, ja, für mich eine Kaufempfehlung dann, wenn du Lust hast zum Customizen, wenn du Freude hast am Customizen, dann ist es sicher eine Kaufempfehlung. Für alle anderen, die einfach ein bisschen im Schiesskeller schiessen, just for fun, würde ich es jetzt nicht empfehlen. In dem Fall, das wäre es auch schon wieder für das Video. Und mit dem beenden wir uns auch unsere Trilogie über die SIG P365 beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wir freuen uns auch natürlich jedes Mal um neue Abonnenten. Da noch ein Dankeschön einerseits an SZO Schweiz, wo uns die Möglichkeit gegeben hat, in ihrem Schiesskeller die Videoaufnahmen zu machen. Und ein Dankeschön an Gotcha GmbH, wo uns da ein Stück zur Verfügung gestellt hat zum Präsentieren. Wie immer findet ihr Detailbilder auf unserem Insta- und Facebook-Account. In dem Fall, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.